Meine Mutter stand beim Abschied weinend am Zug, aber sowas war in dem Alter für mich natürlich noch nicht greifbar. In diesem Einsatz wurde ich das erste Mal in meinem Leben beschossen und angesprengt. Rückblickend war der erste Einsatz für mich ein gutes Heranführen an die scharfen Einsätze. In meinem zweiten Einsatz hat es dann nämlich so richtig geknallt und das regelmäßig. Aber davon erzähle ich dann in weiteren Folgen. Heute erzähle ich über meinen ersten Auslandseinsatz als Fallschirmjäger mit der Bundeswehr in Afghanistan in Kunduz. Aber ich beginne, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, mit meiner Grundausbildung und die Zeit eben von der Grundausbildung bis zu meinem Auslandseinsatz. Und das war nicht wirklich lang. Kurzer Rückblick. In meinem letzten Video habe ich erzählt, dass ich ausgemustert wurde, T5. Das habe ich so nicht akzeptiert. Dann eben doch T2. Ja, kam dann eben zum Einstellungstest nach München und kam dann auch direkt in meine Wunschverwendung Fallschirmjäger. Da wurde ich dann eben auch eingezogen und begann meine AGA Ende 2007 bei den Fallschirmjägern. Grundausbildung, ja, ist das, was der Name sagt, die Grundausbildung, die jeder Soldat bei der Bundeswehr durchlaufen muss, einfach infanteristische Fähigkeiten erlernen. Danach, ja, nach den 3 Monaten ging es weiter in die SGA, die Spezialgrundausbildung. Da war nochmal angesagt Vertiefen von Fertigkeiten beziehungsweise natürlich auch neue Themen dazulernen. Und in dieser Zeit wurde ich auch auf meinen ersten Lehrgang geschickt. Das war der Springerlehrgang, also Fallschirmspringen in Altenstadt. Ja, wie ging es dann weiter? Übungsplätze waren natürlich angesagt. Einmal der Übungsplatz unseres Standortes, aber natürlich auch Übungsplätze in Deutschland. Sprengausbildung, Orts- und Häuserkampf, der Kampf im Wald, Grabenkampf und so weiter und so fort. Alles, was eben zur infanteristischen Ausbildung gehört. Und danach nur knapp einem Jahr, man muss wirklich nur sagen, war es dann plötzlich soweit. Der Moment, auf den du als Soldat eigentlich immer wartest. Wir wurden rausgerufen auf den Zugflur, kompletter Zug antreten, weißt du nicht warum. Könnt ihr auch hier ab in die Sportklamotten und hoch auf die Laufbahn sein. Nee, in diesem Fall war es nicht so, sondern uns wurde dann eben gesagt, dass wir zeitnah in den Einsatz verlegen werden, und zwar nach Afghanistan. Und das war natürlich auf einmal ein richtig heftiges Gefühl für mich. Ja, das ist der Moment, wie gesagt, auf den du immer wartest. Du gehst auf Übungsplätze, du durchläufst die ganzen Sachen immer wieder in Ausbildungen, aber jetzt wird's wirklich ernst. Jetzt verlegst du wirklich in den Einsatz, in den scharfen Einsatz, wo alles real sein wird. Ja, und dann ging es natürlich auch gleich schon los, gab ja einiges vorzubereiten, Material musste verpackt, verstaut werden, ein paar Impfungen noch reinknallen, Untersuchungen und vor allem dann natürlich auch nochmal eine besondere Ausbildung, die sogenannte Einsatzvorbereitung. Die fand für uns dann quasi unmittelbar vor dem Einsatz statt. Wenige Wochen nur, und ich erinnere mich auch noch dran, da waren wir gerade im Mannschaftsheim gesessen, zur Mittagspause meine ich war das, und dann kam die Info auf den Fernseher rein, dass es in Kunduz einen Anschlag gegeben hat, und das war der Anschlag vom 20.10.2008, und zwar auf Fallschirmjägerteile, die aus 2 Brücken gerade dort waren in Kunduz. Sowas ist natürlich absolut tragisch und vor allem sehr, sehr traurig. Bei dem Anschlag sind 2 Kameraden gefallen und es kamen weitere 5 Kinder dabei ums Leben. Auf mich selbst hatte dieses Ereignis keinen Einfluss, also auf meine Stimmung, auf meine Einstellung zu dem Thema Einsatz. Denn ja, ich bin bewusst Soldat geworden, ich wollte das. Ich wusste bzw. weiß, worauf ich mich eingelassen habe, und wusste auch zu jedem Zeitpunkt, dass das gleiche mir passieren kann, dass es mich treffen kann. Ich habe immer gesagt, in jeder Lebenslage, es gibt Situationen, da kannst du nur mitreden, wenn du selbst dabei warst. Und so war es auch immer beim Einsatz. Ich habe schon immer gesagt, pass auf, ich bin mir sicher, ich bin dafür gemacht.
Aber ich weiß auch, dass ich das wirklich dann final erst beurteilen und sagen kann, wenn ich zum Beispiel das erste Mal beschossen wurde. Ist das was für mich oder nicht? Aber ich konnte mich schon immer gut einschätzen und da kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, war es auch so der Fall, dass ich mich absolut richtig eingeschätzt habe. Ja, und wie gesagt, deswegen, weil ich mir dessen so bewusst war, ging es dann einfach für mich auch nur weiter. Einsatzvorbereitung und dann Richtung Einsatz. Nach der Einsatzvorbereitung hatten wir noch den sogenannten Kuschelurlaub. Das heißt, da hatten wir, ich meine, noch 2 Wochen Urlaub, die wir unmittelbar vom Einsatz zu Hause verbringen konnten mit der Familie und so weiter. Ja, und dann ging es auch schon los. Mitte, Ende November ging es dann für uns los. Und das ist eben der Moment, wo ich jetzt auch rückblickend einfach natürlich mehr verstehe. Man wird ja auch älter und ja, lernt mehr dazu und ja, wird einfach schlauer, sage ich da immer. Ja, als Junger, da denkst du natürlich noch nicht so viel über gewisse Sachen nach, aber das kommt dann irgendwann im Alter. Das wird ja jeder dann zwangsläufig erfahren, zum Glück. Ja. Es war eben ja dieser Moment, den wir jetzt hier auch sehen, die Abreise eben am Bahnhof. Meine Eltern haben mich zum Bahnhof gebracht und da ist dann dieses Bild eben entstanden, wo meine Mutter einfach weint ist. Und ja, nochmal rückblickend jetzt, ist natürlich absolut herzzerreißend, wenn ich das sehe. Ja, damals, wie gesagt, für mich absolut noch nicht greifbar. Ja, ja, ich bin in den Zug ab Richtung Kaserne. Da kam ich dann natürlich auch an. Ja, Kaserne, alles hier vorbereiten, das heißt umziehen in die Einsatzklamotten, noch eine Nacht erstmal dort natürlich übernachten und am nächsten Tag ging es dann los. Und zwar der Flug von Köln nach Termiz in Usbekistan. Dort erstmal angekommen, dann auch eine Übernachtung, ja, und dann ging es am nächsten Tag weiter mit der Transall von Usbekistan eben weiter direkt nach Kunduz. Kunduz hat ja einen Flugplatz, der nur wenige 100 Meter dann vom PRT Kunduz eben entfernt ist. Ja, und ja, hier ging es dann eben hin. Dort Ankunft eben in Kunduz am Flughafen. Dort wurden wir dann natürlich empfangen. Ja, Sicherungskräfte waren ja immer bereitgestanden, Sicherungskräfte der Bundeswehr oder ja, der anderen NATO-Kräfte, die dort vor Ort waren, um den Flugplatz eben abzusichern. Ja, und dann ging es eben vom Flugplatz aus weiter ins PRT. Wir hatten ja unsere Ausrüstung gar nicht dabei. Wir sind in das Land reingeflogen und hatten quasi so gut wie nichts am Mann, außer eine Wechselunterhose. Ja, deswegen haben wir dort am Flughafen erstmal Schutzwesten empfangen, sind dann aufgesessen auf die Fahrzeuge Mungo und sind dann eben die Straße, diese wenige 100 Meter vom Flugplatz ins PRT, also ins Provincial Reconstruction Team Kunduz gefahren. Ja, dort kamen wir dann an und dann hieß es ja natürlich erstmal vorbereiten für den Einsatz. Das heißt, wir hatten jetzt eine Woche in etwa Zeit, dass wir Einsatzbereitschaft eben ja melden konnten oder gemeldet haben. Da gab es ja natürlich einiges zu tun. Das ganze Material erstmal ausgeben, also jeder sein Material empfangen, seien es jetzt die Schutzwesten, die persönlichen, die Waffen empfangen, Nachtsichtgeräte, Fahrzeuge empfangen. Ja, dann Fahrzeuge bemalen, wie wir jetzt auf diesem Bild hier sehen. Und dazu werde ich jetzt mal aus meinem Tagebuch, das ich im ersten Einsatz geführt habe, was vorlesen zu dem TBZ Fuchs. Zwar ist die Panzerung sehr gut, also die des Fuchs. Wir hatten da schon eine Zusatzpanzerung. Es war nicht der normale alte Fuchs, sage ich mal, nur mit Panzerstahl, sondern wir hatten so eine extra Panzerung, so Keramikplatten, die da eben aufgeschraubt wurden. Also die Panzerung ist sehr gut, relativ, sowohl gegen alle Handfeuerwaffen als auch gegen IEDs und Minen, in Klammern sicher bis zu 20 Kilo Sprengstoff. Das ist halt das, was uns gesagt wurde. Jedoch nützt das alles nichts, wenn man sich im Fahrzeug nicht anschnallen kann. So. Sollte es eine Explosion geben, kann hier nichts herumfliegen. Wir sind
als gegen alle Gefahren geschützt. Warum konnte man sich nicht anschnallen? Erstens, es gab nur so einen Hüftgurt, den man eben ja nur Hüfte zuschnallen kann. Und zweitens ging das Ganze nicht mit der Ausrüstung, die man laut Vorschrift wohl da tragen musste. Die Dingos waren da schon ein bisschen weiter gedacht. Die waren eben dafür ausgelegt, entwickelt eben für die Bedrohung IED. Also wenn so ein kleiner Sprengstoff, so ein Sprengsatz von der Seite dich wegbläst. Und zwar hatten die zum Beispiel solche Gurte, die du hier anlegen kannst, also komplett über die Schultern liefen. Im Dingo musstest du auch deine Schutzweste ausziehen, ja, dass dir quasi bei einer Explosion von unten die Platten ins Gesicht donnern sozusagen. Das war natürlich in dem alten Fuchs noch nicht vorgesehen. Der wurde ja, was weiß ich, vor wie viel, 10 Jahren entwickelt davor und war eben auf die neue Bedrohungslage IED gar nicht angepasst. Ja, das heißt, in dem Fuchs, wenn es da so richtig gedonnert hätte und uns gewürfelt hätte, dann wärst du da drin einfach rumgeflogen und die komplette Ausrüstung natürlich auch. Ja, das sind einfach so Sachen, die dir dann natürlich auffallen. Könnte man besser machen, man hat ja auch dann nachgerüstet. Das braucht natürlich auch Zeit, aber wenn du selbst betroffen bist, dann fällt dir natürlich sowas auf und ja, das waren halt damals unsere Gedanken, über die wir nachgedacht haben. So, die anderen in den Dingos hier schön festgegurtet, wir in dem Teil da, wo beim Würfeln hier richtig alles durch die Gegend fliegt. Aber gut, dann ist dem so. Ja, wenn dem so wäre, dann wäre dem so gewesen. Fertig. Dann hatten wir alle vorbereiteten Maßnahmen abgeschlossen, Fahrzeuge waren angemalt und ja, Waffen eingeschossen, jeder hatte seine persönliche Ausrüstung, alles vorbereitet und dann kam der Moment, dann ging es los, das erste Mal rausfahren. Und ich erinnere mich auch noch ganz genau an das allererste Mal aus dem Lager fahren. So, jetzt sind wir draußen. Und da wurde mir Folgendes klar. Es gibt Leute, hat man natürlich in irgendwelchen Artikeln gelesen, zum Beispiel, die gesagt haben, ja, ich hatte da keine Angst im Einsatz, denn laut Statistik, ja, trifft sowieso nur den so und so vielten. Und als ich das erste Mal aus dem Lager rausgefahren bin, also wir, der komplette Zug, da wurde mir Folgendes klar, und zwar, dass Statistik bei solchen Sachen komplett gar nicht zählt. Denn eine Statistik kann man aus meiner Sicht anwenden bei irgendwelchen Industriebetrieben und so weiter und so fort. Wie viele Teile produziere ich und so weiter. Aber nicht bei sowas. Denn wenn in so einer Lage, egal wo, dem Gegner einfällt, den krassesten Hinterhalt zu legen und die Geheimdienste und so weiter bekommen das nicht mit, also die schaffen es wirklich, einen super Hinterhalt zu legen, dann wäre es möglich, den kompletten Zug wegzurauchen, der ganz normal auf Patrouille gerade ist, wenn man es geschickt anstellt. Und dann wäre auf jeden Fall direkt ein Riesenausschlag. Dann würde nicht nur einer, nicht nur zwei fallen, sondern ja, dann gäbe es viel mehr Opfer. Und das wurde mir klar, aber das war jetzt nicht mit einem negativen Gefühl behaftet, sondern ja, ich war ja da im Einsatz, wie ich schon vorgesagt habe, ich wollte das und das war völlig in Ordnung so. Ja, es ging dann los. Wir bekamen dann die ersten Aufträge. Was waren unsere Aufträge in unserem ersten Einsatz hier in Kunduz? Wir haben die IAF gestellt. Das war quasi die Feuerwehr. Das heißt, wenn irgendwelche verbündeten Teile draußen im Feuerkampf stehen und Hilfe brauchen zum Beispiel, dann war die IAF dafür da, um rauszufahren und zu unterstützen. Oder wenn mal wieder Raketen aufs Lager geschossen wurden, dann ist die IAF auch rausverlegt. Ja, das war ein Auftrag. Die anderen Aufträge waren natürlich, den Nahbereich zu sichern. Das heißt, Patrouillen zu fahren, Spähtrupps durchzuführen, Spähtrupps aufgesessen, beziehungsweise
auch abgesessen, also zu Fuß. Und zwar vor allem in dem Gebiet nah beim PRT Kundus, das hieß die Raketenschleife. Ja, warum Raketenschleife? Weil aus diesem Gebiet immer Raketen auf das PRT abgeschossen wurden. Ja, und auch sonstige Aktivitäten wie zum Beispiel Anschläge und so weiter waren vor allem in diesem Bereich ja hauptsächlich präsent. Ich erinnere mich noch an einen Moment und dieser Moment wird mir für immer im Gedächtnis bleiben, in Erinnerung bleiben. Wir waren auf Fußpatrouille wieder mal und zwar bei Nacht. Es ging schon auf den nächsten Morgen zu und irgendwann haben wir auf einem Feld einen Beobachtungshalt gemacht. Das heißt, alle absitzen, komplette Ruhe, alle Sinne einsetzen, um eben zu hören, horchen, zu sehen. Und es war einfach wirklich Stille. Die Dämmerung hat begonnen. Überall war Nebel. Boah, ich kriege gerade Gänsehaut. Und dann gingen mir Gedanken durch den Kopf. Ja. Und zwar habe ich auf die Uhr geguckt und gedacht, es dauert nicht mehr lang, dann stehen einfach die Leute, deine Leute in Deutschland auf und gehen ganz normal zur Arbeit. Was auch immer sie machen, gehen in ihre Werkstatt, gehen ins Büro und gehen ihrer Tätigkeit nach. Und du sitzt hier gerade im Einsatz in Afghanistan auf einem Feld hier und erlebst einfach, in dem Moment war das einfach so einen magischen Moment. Das war Wahnsinn, das beeindruckt mich bis heute noch. Es hat dann auch gar nicht sehr lange gedauert, wirklich nicht sehr lange, bis wir das erste Mal angesprengt und beschossen wurden. Da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen, nur kurz, unser Fuchs wurde eben angesprengt. Ja, die Kugeln sind richtig eingeschlagen bei uns. Da habe ich ein extra Video zu gemacht, das findest du auf meinem Kanal in der Playlist zu meinen Auslandseinsätzen, zu meinen Einsätzen. Das nur kurz war aber der Moment, wo ich dann tatsächlich gemerkt habe, okay, ich bin für sowas gemacht. Ja, deswegen habe ich natürlich meinen Weg auch so fortgeführt. Ja, wie ging es dann weiter? Wir haben dann natürlich immer wieder Aufträge wahrgenommen, also Spättrupps durchgeführt, mal alleine, mal mit lokalen Kräften, das heißt mit der afghanischen Armee, mit der afghanischen Polizei, Patrouillen durchgeführt. Wir wurden manchmal angefordert von den lokalen Kräften, um zum Beispiel den äußeren Ring zu stellen, um Ortschaften, wenn die afghanische Armee oder Polizei in den Ortschaften Operationen durchgeführt hat, ja eben zur Sicherung außenrum, dass niemand abhauen konnte zum Beispiel. Eine Operation möchte ich jetzt ein bisschen herauspicken, ein bisschen näher drauf eingehen, denn das ist auch so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ein bisschen traurig, ein bisschen schade gewesen. Dazu lese ich gleich was wieder aus meinem Tagebuch vor. Kurz zu den Rahmenbedingungen. Es war wieder eine Operation, wo lokale Kräfte im Dorf sind. Wir haben wieder den äußeren Ring gestellt. Wir haben dann den Befehl bekommen, dass 4 Leute von uns aus dem Ring Richtung Ortschaft gehen, um da weitere Erkundungen durchzuführen. Es war mitten im Winter, komplett Schnee. Ja, ich war mit dabei, ich war einer von den 4 Leuten. Wir sind dann losgezogen, eben wenige 100 Meter nur bis zur Ortschaft, mussten über den Fluss übersetzen und sind dann eben zum Ortsrand gekommen. Waren dann eben am Ortsrand bei den Häusern und hier lese ich jetzt dann eben vor. Plötzlich kamen aus dem Haus direkt vor uns ein Mann, eine Frau und ein Junge. Sie hatten eine Schubkarre und einen Kanister dabei. Sie verschwanden in der Ortschaft. Als sie nach etwa 10 Minuten zurückkamen, waren die Behälter mit Wasser gefüllt. Fließendes Wasser, Fehlanzeige. Dieser Junge kam nach einiger Zeit wieder aus dem Haus. In einer Hand eine Blechkanne, in der anderen 2 Plastiktassen. Er wurde von seinen Eltern geschickt, um uns Tee anzubieten. Durch den Sprachmittler mussten wir ihm sagen, dass wir Befehl hatten, nichts zum Essen oder Trinken von der Bevölkerung anzunehmen. Uns tat das richtig leid. Da gibt es Teile der Bevölkerung, die froh sind, dass wir da sind und uns Tee anbieten und wir haben nur die Möglichkeit, dies dankend abzulehnen. Um zu zeigen, dass wir ihre Geste schätzten, gaben wir dem Jungen eine Tafel Schokolade, worüber sich die gesamte Familie zu freuen schien. Ja, das war eben so ein Moment,
wo ja eben auch schön ist, ja, dass dann aus der Bevölkerung jemand auf dich zukam und dir freundlich, herzlich was angeboten hat. Wir hatten allgemein sehr wenig Kontakt zu der Bevölkerung, was ich etwas schade fand, aber gut, wenn du da ja als Soldat unterwegs bist und einfach nur deine Patrouillen durchführen sollst zur Sicherung, dann ja, war das eben so. Hätte ich gern anders erlebt, aber ja, war hier eben so der Fall. Umso mehr hat einen dann so ein Ereignis natürlich gefreut. In dem Fall vor allem, wenn wir da persönlich mal helfen konnten, wirklich indem wir denen Essen gegeben haben. Ich weiß, es war nicht nur die eine Tafel Schokolade, sondern wir haben denen auch dann noch ein bisschen mehr gegeben. In diesem Einsatz konnte man natürlich nicht einfach sagen, ich fahre jetzt mal in die Stadt und trinke einen Kaffee. Das war nicht möglich, deswegen hat sich sämtliche Freizeit zwischen unseren Aufträgen immer im Lager, im PRT abgespielt. Ja, und da gab es natürlich auch verschiedene Angebote, ja, verschiedene Möglichkeiten, wie du dir die Zeit eben vertreiben konntest. Ja, wir haben öfter mal LAN-Partys gemacht. Es gab ein Beachvolleyballfeld, es gab einen Pool, es gab ein kleines Fitnessstudio, das wir natürlich sehr oft genutzt haben. Es gab einmal in der Woche, meine ich, war das ein afghanischer Markt. Das heißt, das sind Händler von außen ins PRT gekommen, die dann ihre Waren angeboten haben, die man kaufen konnte. Ja, es gab den sogenannten Verticker. Das war so ein kleiner Laden, wo du, sag ich mal, die Dinge des Alltags bekommen hast. Sei es jetzt irgendwelche Hygieneartikel oder natürlich auch Süßigkeiten. Es gab eine Poststelle, wo du Pakete und Briefe empfangen konntest und dann natürlich auch zurückschicken konntest was. Zum Essen gab es die Kantine, wo es ganz normales Essen gab. Ja, ein spannender Punkt war das Thema Internet. Leute, wir sind hier im Jahr 2008, beziehungsweise der Einsatz war 2008, 2009. Da war das mit dem Internet noch nicht so wie heute. Wir hatten in dem Lager, ich müsste mal im Kopf nachzählen, ich meine 8 oder 9 Computer, so richtige Computer mit so richtigen großen Bildschirmen und so war das noch. Und die 8 oder 9 Computer, meine ich, waren hier für das gesamte PRT. Ja, und das war quasi die einzige Verbindung nach Hause, wenn du mal eine E-Mail schreiben wolltest, wenn es mal schneller als ein Brief gehen sollte. Ja, und dafür hast du dir solche Guthabenkarten gekauft und da konntest du dich dann ins Internet einloggen und dann, ja, was ging da halt E-Mail schreiben, ne? Mehr war da, meine ich, nicht möglich. Und es gab 3 Telefonzellen, 3 oder 4, auch in diesem Raum. Da konntest du dann auch mit dieser Guthabenkarte nach Hause telefonieren. Ja, für das ganze Lager 3, 4 war natürlich öfter mal besetzt, ist ja ganz klar. Und ja, aber das war so die einzige Verbindung nach Hause. Wenn ich jetzt überlege, als ich darüber werde ich auch berichten, zum Beispiel im Irak war, da hattest du Internet, WLAN und so weiter. Da bist du dauernd über WhatsApp heutzutage in Kontakt und damals war das noch so richtig, ja, so richtig alt einfach. Uralt wie vor 300 Jahren. Ein bisschen besser vielleicht, aber ja, du warst da 3, 4 Monate weg im Einsatz und da warst du quasi erstmal weg. Ja, da warst du weg, da konntest du nicht einfach zu Hause jeden Tag mal kurz anrufen, beziehungsweise schreibst du eine WhatsApp. Nee, ich glaube, ich kann an den 2 Händen abzählen, wie oft ich nach Hause in dieser Zeit Kontakt hatte. Wahrscheinlich sogar an einer Hand. Ja, gut, dazu kam auch noch, dass du als junger Kerl natürlich jetzt weg bist und dann bist du halt weg. Ja, und dann hast du jetzt auch nicht die Ambitionen, hier großartig jetzt jeden Tag nach Hause zu telefonieren. Ja, ich glaube, für die Leute, die zu Hause bleiben, ist es immer ein bisschen schwieriger, als wenn du selber weggehst. Ja, ja, das war eben der Freizeitumfang, der Angebotsumfang hier im PRT. Ja, und war aber auch in Ordnung. Ich meine, du bist im Einsatz, du bist mit dem Kopf im Einsatz und das ist dann auch die Priorität und dann stellst du dich ja schon darauf ein, dass es nicht so ist, wenn du zu Hause bist, wo du alle Möglichkeiten hast, alles zu tun. Der Einsatz ging dann für uns noch bis ja, Mitte, Ende März und irgendwann hieß es dann Übergabe an die nächsten Teile.
Das heißt für uns alles wieder verstauen und irgendwann kam der Tag der Abreise. Das heißt, das, was wir am ersten Tag erlebt haben, zum Lager fahren, war dann genauso bloß rückwärts wieder vom Lager zurück zum Flughafen fahren. Dort ging es dann wieder mit der Transall zurück nach Usbekistan und von dort eben dann aus nach Hause. Das war auch relativ lustig für mich, nicht für meine Eltern, denn ich wollte die überraschen. Und die wollten mich auch überraschen. Und es hieß, der Flieger hält einmal oder landet einmal in Köln und dann fliegt das Flugzeug weiter für Leute, die lieber nach Nürnberg wollen, für die es dort günstiger ist und ja, dann eben fliegt er weiter nach Nürnberg, da kann man auch aussteigen. Ja, das heißt in Köln einfach sitzen bleiben, Flugzeug fliegt weiter nach Nürnberg und dann dort aussteigen. Meine Eltern hatten sich, wie gesagt, informiert, nicht bei mir, sondern ja, müsste ich sie mal fragen, wo die sich informiert haben. Und da hatten sie die Info, dass das Flugzeug in Köln landet. Deswegen, um mich zu überraschen, sind die nach Köln gefahren. Ich wollte, wie gesagt, die auch überraschen und habe gar nichts gesagt, wann ich komme, wie ich komme. Bin dann natürlich weiter nach Nürnberg, weil das für mich günstiger war. Bin dort ausgestiegen. Ja, jetzt erstmal ein Moment, der ja mir auch für immer im Gedächtnis bleiben wird und den ich dann quasi fast nach jedem Einsatz erlebt habe. Irgendwann wird es natürlich schwächer, das Gefühl, aber dennoch habe ich dann immer diese Gefühle wieder gehabt. Und zwar, was mir aufgefallen ist, wir waren zu Hause und die Probleme, die es hier gibt. Ich habe mir gedacht, Leute, was habt ihr für Probleme? Ihr habt eigentlich gar keine Probleme. Was ist das? Und habe auch die Hektik einfach hier gemerkt und habe gemerkt, wie einfach alles hier ja fast schon drunter und drüber geht. Ja, und die Leute sich auch Probleme machen, wo es eigentlich gar keine Probleme gibt, beziehungsweise die man ganz leicht handeln kann, aber Leute machen was ganz Großes drauf. Ja, und das ist mir immer wieder nach Einsätzen aufgefallen. Naja, ich bin auf jeden Fall in Nürnberg dann gelandet, bin mit dem Zug nach Hause gefahren und stand dort erstmal vor verschlossener Tür. Bin dann zu meinem Nachbarn, der war zu Hause und da hat mir meine Nachbarin dann gesagt, dass ja meine Eltern hier nach Köln gefahren sind, um mich abzuholen. Ich so, okay, alles klar. Naja, wir haben erstmal ein bisschen meine Ankunft dort gefeiert und irgendwann kamen natürlich auch meine Eltern und ja, dann, haha, ihr hast nicht Bescheid gesagt und so weiter. Ja, war aber dann natürlich auch in Ordnung, war so wie es war. In diesem Einsatz waren Raketenangriffe auf das Lager schon öfter. Anschläge und Feuerkämpfe waren aber noch nicht so häufig und die Regel wie dann in meinem zweiten Einsatz. Die Lage wurde allgemein als noch sicherer eingestuft. Das sieht man daran, dass wir im ersten Einsatz Fußpatrouillen durchaus auch ohne Helm auf der Rübe durchgeführt haben. Im zweiten Einsatz sollte sich das alles ändern. Ich sage wieder mal vielen Dank, dass du zugesehen hast, dass dich meine Geschichte interessiert. Im nächsten Teil werde ich dann über meinen zweiten Einsatz 2010 ebenfalls in Kunduz berichten. Deswegen nochmal vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt, wenn du ein Abo da lässt, wenn du ein Like da lässt und wenn du vor allem beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal und so weiter wieder dabei bist. Dann vielen Dank und ciao.